Wie komme ich von einem Anforderungstext in natürlicher Sprache zu meinen Use Cases? Das kommt jetzt. Use Case heißt auf Deutsch so viel wie Anwendungsfall oder Geschäftsvorfall. Letztlich ist das ein durch das IT-System, was ich bauen möchte, zu unterstützendes Aufgabenfeld, also eine zusammenhängende Menge an Aktivitäten. Und ich nutze Use Cases, um mein System anforderungsseitig zu beschreiben. Der Use Case wird immer aus Nutzersicht formuliert. Nutzer tauchen auch in dem Use Case auf und heißen dort Aktoren. Und man kann davon ausgehen, dass der Use Case immer auch durch einen Aktor ausgelöst wird. Use Cases, Aktoren sind in der Regel Menschen, können aber auch andere IT-Systeme sein. Also das ist nicht festgelegt auf Menschen. Und Use Cases haben immer eine Systemgrenze, die die Grenzen der IT-Applikation abstecken, die ich mit diesem Use Case zu beschreiben versuche. Und das System selbst ist darin kein Aktor, sondern nur die externen Aktoren, Menschen oder externen Systeme tauchen als Aktor auf. Schauen wir uns das in einem Beispiel an, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger abstrakt. Wir sehen hier ein relativ einfaches Use-Case-Diagramm für einen Online-Shop, der Büromaterial verkauft. Es gibt zwei Use Cases, nämlich Büromaterial im Webshop bestellen und Büromaterial über einen Webservice bestellen. Der Aktor, der auslösende Aktor für Büromaterial im Webshop bestellen, ist ein Kunde, ein menschlicher Kunde. Es gibt einen sekundären Aktor, das ist der Sachbearbeiter. Und der Sachbearbeiter muss dann zum Beispiel bei der Bestellung noch schauen, ob alles in Ordnung ist, ob die Rechnungsadresse stimmt und dergleichen mehr. Der zweite Use Case, Büromaterial über Webservice bestellen, wird durch einen nichtmenschlichen Aktor ausgelöst, nämlich zum Beispiel ein externes Warenwirtschaftssystem. Nehmen wir einfach mal an, unser Büromaterial Online-Shop bietet halt ein REST API an und bietet Firmen die Möglichkeit, automatisch Nachbestellungen zu liefern, wenn das Warenwirtschaftssystem sagt, bei mir werden jetzt die Bleistifte knapp. Dann könnte das System automatisch eben Bleistifte nachbestellen. Auch hier hätten wir als sekundären Aktor den Sachbearbeiter mit drin, wenn die Geschäftsprozesse des Online-Shops so ausgerichtet sind, dass der Sachbearbeiter immer noch mal einen letzten Blick darauf wirft. Es gibt eine Namenskonvention für Use Cases, die ist nicht im UML-Standard festgelegt, aber die hat sich etabliert und ist sinnvoll. Das ist nämlich Objekt plus ein Verb im Infinitiv, also zum Beispiel so etwas wie Material bestellen. Man kann auch ein bisschen ergänzen, wie zum Beispiel Material als Kunde bestellen. Aber man hat immer diese beiden Bestandteile da drin und hat damit eine Möglichkeit, in sehr kurzer Form zu beschreiben, was dieser Use Case eigentlich beinhaltet. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben für das Softwaresystem, was wir erstellen sollen, eine Anforderungsbeschreibung vom Kunden bekommen. Also entweder hat der Kunde die geschrieben und uns geschickt, oder wir haben Workshops mit dem Kunden gemacht und das, was die Kundenseite uns erzählt hat, haben wir aufgeschrieben. Es gibt also, gehen wir mal davon aus, eine natürlich sprachliche Beschreibung, ein Text in natürlicher Sprache, der die Anforderungen zusammenfasst. Wie komme ich jetzt von dieser Anforderungsbeschreibung in natürlicher Sprache zu meinen Use Cases? Also zunächst mal in Schritt 1 werde ich ganz trivial die Anforderungsbeschreibung lesen und dann werde ich versuchen, den Text in zusammenhängende Blöcke von Aktivitäten zu gliedern. Ich streiche dabei Sätze, die keine Handlungen enthalten, keine Aktivitäten enthalten, sondern eher Ziele der Applikation beschreiben oder Kontexte beschreiben oder vielleicht auch Bedingungen des Einsatzes, Vorbedingungen, Nachbedingungen beschreiben. Diese Sätze werfen wir nicht weg, die können wir später an anderer Stelle noch verwenden, aber für die Bestimmung der Use-Case-Grenzen lassen wir die erstmal raus. Dann haben wir eine Anzahl von Textblöcken und legen für jeden Block
einen Namen fest. Und schließlich zeichnen wir daraus das Use-Case-Diagramm. Schauen wir uns dafür den Anforderungstext ein bisschen genauer an. Schritt 1 ist Durchlesen. Tun wir das. Eine Hochschule möchte ein neues Campus-Management-System CAMS erstellen. In diesem System können Sachbearbeiterinnen Studierende manuell anlegen, falls es beim Einschreibeprozess Probleme gab. Nachdem sich die Sachbearbeiterin mit Campus-ID und Passwort identifiziert hat, gibt sie Name und Adresse des neuen Studenten an und wählt einen Studiengang aus einer Liste aus, die ihr das System vorschlägt. Dann speichert sie den neuen Studenten in der CAMS-Datenbank. Das System ruft das Registratursystem der Hochschule auf, das eine noch nicht verwendete Matrikelnummer generiert. Damit ist der Student im System angelegt. Zusätzlich erlaubt CAMS der Sachbearbeiterin für einen Studenten einen Lebenslauf mit Motivationsschreiben und Beschreibung seiner bisherigen beruflichen Erfahrung zu hinterlegen. Dieses Motivationsschreiben kann später im Fall einer hochschulinternen Bewerbung eingesehen werden. Schauen wir uns jetzt erstmal im Schritt 2 an, wo Textblöcke existieren. Da sehen wir, dass direkt nach dem ersten Satz eigentlich ein gewisser Bruch existiert. Der erste Satz ist eigentlich mehr so eine Einleitung, eine Beschreibung, was dieses System eigentlich darstellen soll oder eher vielleicht die Intention des Kunden, der Hochschule, die jetzt dieses CAMS erstellen will. Und ab dem zweiten Satz wird dann tatsächlich konkret eine mögliche Handlung, ein mögliches Feature dieses Systems beschrieben, nämlich die Option für eine Sachbearbeiterin, einen Studierenden von Hand anzulegen, wenn eben der Einschreibeprozess irgendwie schiefgegangen ist. Also würden wir an der Stelle schon mal eine Blockgrenze markieren. Die zweite Blockgrenze finden wir vor dem Wort zusätzlich. Also 4. Zeile von unten. Der Absatz hört auf mit, damit ist der Student im System angelegt. Dann ist dieser Tätigkeitsblock, ich lege Studierenden manuell an, ist abgeschlossen. Und dann kommt ein zweites Feature, nämlich den Lebenslauf zu hinterlegen. Also würden wir da an der Stelle auch wieder eine Blockgrenze setzen. Jetzt haben wir Textblöcke identifiziert, jetzt müssen wir die Streichkandidaten finden. Kriterium war, wir streichen die Sätze, die nicht direkt Handlungen, Aktivitäten im System darstellen. Das ist ganz sicher der Fall für den ersten Satz, nämlich eine Hochschule möchte ein neues Campus-Management-System erstellen. Das ist die Intention des Kunden, können wir an der Stelle erstmal streichen. Bei dem zweiten Satz des Textes können wir auch den Nebensatz streichen, der mit dem falls beginnt, also falls es beim Einschreibeprozess Probleme gab. Die Handlung ist dieses Studierende manuell anlegen und der falls Nebensatz ist eher eine Beschreibung der Randbedingungen, unter denen ich diese Handlung ausführe oder der Vorbedingung, die ich habe, um diese Handlung auszuführen. Auch den letzten Satz des zweiten Absatzes kann ich streichen. Damit ist der Student im System angelegt, denn dieser Satz steht nur für eine Nachbedingung dieses Blocks, dieses Use Cases. Das werden wir verwenden später, aber es ist nicht unmittelbar eine Handlung. Und dann habe ich noch einen weiteren Satz, den ich streichen kann. Das ist nämlich der allerletzte Satz des Textes. Dieses Motivationsschreiben kann später im Fall einer hochschulinternen Bewerbung eingesehen werden. Das ist auch wieder eher eine Motivation für das Feature, da ein Motivationsschreiben speichern zu können. Das gehört nicht zu der Handlung selber. Erstmal wird nur das Motivationsschreiben hingelegt. Was dann später damit passiert, ist nicht Teil der Handlung. Also auch diesen Satz können wir streichen. So, damit haben wir 2 Blöcke übrig geblieben und müssen dafür noch vernünftige Namen finden. Da bietet sich für den ersten Block die Formulierung an, Studierende manuell anlegen. Wobei wir hier gleich nochmal darauf achten müssen, dass wir einerseits die Synonyme bereinigen. Also wir haben sowohl das Wort Studierende im Text wie auch das Wort Studenten oder Student. Und auf der anderen Seite sollten wir darauf achten, dass wir Objekte eher im Singular bezeichnen. Also würden wir den Use Case
Student manuell anlegen nennen. Und den zweiten Block, den zweiten Use Case könnten wir benennen nach der Formulierung, die wir weiter unten im Text finden, nämlich für einen Studenten einen Lebenslauf hinterlegen. Damit haben wir die Namen für die beiden Use Cases gefunden. Man kann im Übrigen natürlich auch Formulierungen und Namen wählen, die jetzt nicht wörtlich im Text vorkommen. Also nicht, dass Sie denken, Sie müssten dann unbedingt Worte suchen, die nur im Text, also die wirklich im Text drinstehen. In diesem Fall ergibt es sich aus dem Text selbst. Nachdem wir jetzt diesen ersten Durchlauf der Textanalyse durchgeführt haben, können wir schon mal das Use Case Diagramm zeichnen. Wir sehen zwei Use Cases, nämlich Student manuell anlegen und Lebenslauf für Student hinterlegen. Wir haben einen Aktor, einen auslösenden Aktor, nämlich die Sachbearbeiterin. Und wir haben einen sekundären Aktor, nämlich das Registratursystem der Hochschule. Sekundärer Aktor heißt, es ist ein Aktor, der von dem Use Case angestoßen wird, der selber also keine aktive Rolle in dem Use Case spielt, sondern eine passive Rolle. Es liegt auf der Hand, dass das kein vollständiges Bild ist. Es sollte aber jetzt erstmal nur ein kleines Beispiel sein. Also der Vorgang läuft bei größeren Anforderungsbeschreibungen ganz genauso und es kommen halt einfach größere Use-Case-Diagramme dabei heraus. Damit haben wir eine einfache Methode kennengelernt, wie man mit Textanalyse Use Cases gewinnen kann. Und diese Methode werden wir in den nachfolgenden Videos noch etwas verfeinern und ausbauen.